Schönen guten Morgen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Messe-Livestream. Das sind Sebastian Müller hier neben mir. Hallo. Er ist bei uns der Leiter Entwicklung in der Firma. Der eine oder andere hat mich gestern vielleicht hier schon beim Livestream gesehen. Mein Name ist Eckhard Schumann. Ich arbeite im technischen Vertrieb und komme auch zu einigen Kunden direkt vor Ort im Außendienst. Thema heute sind diese kleinen netten Bauteile hier, unsere WLAN-Module, und die wollen wir heute vorstellen. Ja, vielleicht vorher nochmal etwas Organisatorisches. Wir haben einen Chat geschaltet. Diejenigen, die sich eingeloggt haben, haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Ich bitte darum, wir sind gerne bereit, zum Ende unserer Präsentation dann die Fragen auch zu beantworten. Und es soll da nichts offen bleiben. Die Fragen, die eventuell aus Zeitgründen nicht gestellt werden können, stellen Sie bitte an live@miunske.com. Diese E-Mail-Adresse haben wir extra geschaltet für unsere Live-Chats. Ansonsten haben Sie auch Gelegenheit, im Nachhinein sich an Ihren Kundenbetreuer zu wenden. Ja, Thema WLAN-Modul, Sebastian. Das sind diese netten Bausteine. Was hat uns eigentlich dazu bewogen, ein WLAN-Modul zu entwickeln? Ja, im Grunde genommen haben unsere Kunden immer mal wieder oder generell das Problem, dass sie ja eine Schnittstelle zum Fahrzeug kennen oder zum Aufbau kennen, in ihren Fahrzeugen brauchen. Das kann sein aus Update-Gründen, aus Servicefällen oder halt zur Funktionsapplikation. Und das bringt natürlich das Thema ins Spiel, wo platziere ich diese Schnittstelle. Das kann sein ein spezieller Stecker, der irgendwo verbaut sein muss. Der muss zugänglich sein, allerdings nicht zu zugänglich für jedermann. Und das bringt natürlich so ein paar Probleme bei den unterschiedlichen Fahrzeugen oder Aufbauten mit sich, was ganz schnell dazu führt in der heutigen Zeit, warum kann man das nicht drahtlos machen, also wireless. Letztendlich verbinden wir ja einen PC mit dem Fahrzeug, um die ganze Applikation oder den Zugang zu ermöglichen. Und wireless bietet sich dann natürlich an. Ja. So sind wir dazu gekommen. Auf alle Fälle. Ja, nun gibt es ja verschiedene Schnittstellen, um schnurlos Daten zu übertragen. Warum ist es ausgerechnet WLAN geworden? Was hat uns dazu bewogen? Ja, WLAN, also es gibt natürlich mehrere Wireless-Standards, Bluetooth zum Beispiel, die da grundsätzlich in Frage kommen. Wir hatten alle Möglichkeiten evaluiert, sind dann irgendwo hängen geblieben beim WLAN, aufgrund dessen, dass wir Lizenz oder Lizenzierung umgehen wollten. Es muss in einem gewissen Preisspektrum liegen. Es muss gewisse Standards erfüllen, also sozusagen auf der Entwicklungsseite wie auch nachher in der Handlingsseite für den Enduser. Ja, und das alles zusammen hat die größte Schnittmenge beim WLAN-Standard ergeben. Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema war auch Verbindungssicherheit. Zu den Zeiten, als die Entwicklungen begannen, war ja Bluetooth, glaube ich, noch nicht ganz so. Wenn praktisch die Verbindung verloren wurde, sich wieder selbstständig zu finden, war da, glaube ich, noch nicht ganz so einfach, wie es jetzt der Fall ist. Genau, das ist auch einer der Gründe sicherlich. Ja, wer sind unsere Anwender oder für wen haben wir das WLAN-Modul entwickelt? Beziehungsweise haben wir Anwendungsbeispiele, wofür so ein WLAN-Modul notwendig sein kann? Ja, im Grunde jeder, der irgendwie eine Verbindung zwischen CAN und einer Applikation herstellen möchte, zur Diagnose oder zum Updaten, was auch immer, wie ich schon sagte. Also es kann Aufbauhersteller sein, das können ganz normale Funktionsentwickler sein, also auf der Entwicklungsebene. Das können natürlich auch ganz herkömmliche Standardanwendungen im Flottenmanagement oder in Geräte-Kommunikationssysteme, die halt untereinander kommunizieren müssen, sein. Also das Anwendungsspektrum ist riesig. Wir haben dadurch, dass wir verschiedene Modusse unterstützen, ist das Anwendungsspektrum sehr groß. Aber letztendlich wollen wir die drahtgebundene Kommunikationsschnittstelle damit 1:1 ersetzen. Ja. Du hattest jetzt das Thema Diagnose angesprochen gehabt. Das bedeutet also, wenn ich praktisch eine WLAN-Verbindung herstellen kann, ist es vielleicht auch möglich, dass ich weltweit, ohne dass der Techniker vor Ort fahren muss, also praktisch dann Support
am Fahrzeug durchführen kann. Genau, man muss sich vorstellen, wenn man im Fahrzeug so ein Modul fest verbaut hat und es, sobald es mit Strom versorgt wird, kann es ein WLAN anbieten, mit dem sich der Servicetechniker oder der Bosch-Service oder was auch immer gerade gegeben ist, verbinden kann. Mit seiner Verbindung, das kann ein PC sein, kann er sich wieder zusammenschalten mit der Zentrale, also das sozusagen den Hersteller oder einem Serviceteam, was ganz woanders auf der Welt sitzt. Also so könnte man die Kommunikation herstellen. Wir ersetzen im Grunde die kabelgebundene, also das Kabel zwischen dem Fahrzeug und dem PC. Das heißt, lange Kabellängen, also Unbequemlichkeiten werden aus dem Weg geschafft. Und natürlich, man muss nicht jedem erklären, Gehäuseteile zu zerlegen oder bestimmte Zugänge zu Systemen zu schaffen, wo eigentlich nicht jeder Fremde oder Dritte einwirken sollte. Ja. Es gibt ja noch weitere Anwendungen, die wir mit im Portfolio haben. Also ich sage jetzt das Stichwort Peer-to-Peer. Was können wir dazu sagen? Genau, also im Grunde genommen muss man wissen, WLAN ist ähnlich wie zu Hause. Wir haben einen Router und wir haben ein Empfangsgerät. Also ein zu verbindendes Gerät. Man spricht von Server-Client-Anwendung. Wir haben es ja so kompakt wie möglich, aber so mit der größtmöglichen Funktionalität bespickt. Das heißt, unsere Geräte können beide Modis abbilden. Also wir können Server oder Client sein. Wenn man jetzt zwei Geräte einsetzt, dann können die sozusagen miteinander sich kommunizieren. Der eine bietet ein WLAN an, das andere kennt dieses WLAN und verbindet sich immer automatisch, sobald es in dessen Reichweite kommt, und stellt eine Direktverbindung her. Das wäre jetzt als Anwendung Flottenmanagement sicherlich, aber eben auch Peer-to-Peer-Verbindungen innerhalb eines Fahrzeuges oder einer Arbeitsmaschine. Ja, mir fällt da jetzt ein, zum Beispiel eine Trailerlösung, wenn zum Beispiel ein Kühltrailer hat ja im Prinzip ein Aggregat, ein Kühlaggregat, ein Stromaggregat, was separat von der Zugmaschine läuft. Und wenn der Fahrer Daten in der Zugmaschine braucht, kann man die im Prinzip ohne Kabelstecken auch übertragen. Genau, im Grunde jedes autarke System, das heißt, wo wir separate Spannungsversorgung haben und trotzdem eine Kommunikationsverbindung brauchen, wäre der ideale Einsatzzweck für diese Peer-to-Peer-Anwendung. Ja. Bei den Proben im Vorfeld haben wir auch viel über den Bandende-Test gesprochen, aber ich glaube, das heben wir uns noch ein bisschen auf, das führen wir dann mal praktisch vor. Genau. Ja, da kommen wir eigentlich schon zu den praktischen Sachen. Es interessiert unsere Zuschauer mit Sicherheit, wie das WLAN-Modul ins Fahrzeug eingebaut wird, wie es angeschlossen werden kann. Wir haben ja hier 2 Ausführungen da stehen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ich gebe dir mal als erstes die kleine Variante in die Hand. Genau, also die kompakteste Ausführung ist in einem ganz normalen Standard-Relais-Sockel mit einer 60 mm Höhe. Standard-Relais-Sockel, 9-polig. Wir haben einen Kennanschluss und 2 Eingänge und eine Versorgung. Und der Rest macht das Gerät alleine. Also hier drin ist eine interne Antenne verbaut. Die zweite Ausführung ist die IP67-Variante. Das heißt, wir haben ein wasserdichtes Gehäuse genommen mit einem wasserdichten Steckeranschluss. Das kann im Außenbereich verbaut werden und hat noch zusätzlich die Möglichkeit, eine externe Antenne zu platzieren, um einfach Reichweiten noch zu erweitern und sicherzustellen. Das heißt also, wenn es im Außenbereich angebracht werden kann am Fahrzeug, habe ich dann natürlich das Problem der elektromagnetischen Abschirmung nicht ganz so stark. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine etwas stärkere Karosserie habe, würde ja im Prinzip eine Abschirmung stattfinden. Um das zu umgehen und die Reichweite zu erhöhen, haben wir die Möglichkeit geschaffen, das WLAN-Modul außen anzubringen. Genau, wenn man jetzt vom Standard im Werk, ich sage jetzt mal, im Werkstattmodus betreiben will, das heißt, das Modul ist irgendwo bei der Zentralelektrik mit verbaut, halt wo typischerweise Kennschnittstellen vorhanden sind, dann hat das natürlich trotzdem schon eine Reichweite um das Fahrzeug drumherum, wenn es nicht gerade ein Geldtransporter ist oder so, wo wirklich Abschirmung sehr stark vertreten ist, aber in der Regel so die Standardanwendung ist das ringsum ums Fahrzeug gegeben. Ja, eine Sache fällt mir noch ein, da würde ich bitten, noch was dazu zu sagen, die Besonderheit mit dem Stecker. Ja, das wäre nochmal... Genau, wie man sieht, ist der Stecker ein bisschen größer, wir haben ja 18 Pins drin, das ist ein SHS-Stecker.
Wir haben trotzdem im Grunde die gleiche Hardware verbaut, wie in der kompakten Variante, aber wir haben natürlich Pins übrig. Mit diesen Pins haben wir die Möglichkeit, einfach auf kundenspezifische Anforderungen reagieren zu können, wenn I/O-Ports oder diverse andere Sensoriken noch mit eingelesen oder angesteuert werden sollen als Aktorik über das Wireless, dann ist das da ideal zu platzieren, weil wir einfach eine Ausbaumöglichkeit haben. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben die Möglichkeit, neben dem WLAN-Modul im Prinzip ein I/O-Modul zum Beispiel zu fertigen, kundenspezifisch. Das heißt also, unser Kunde hat nur einen Baustein und hat eine größere Funktionalität. Im Grunde ist das so, ja. Genau. Ja, eine Sache wäre vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Es ist ja vielleicht so, dass nicht jeder Kunde in jedes Fahrzeug ein WLAN-Modul einbauen möchte, wobei wir uns das wünschen würden als Vertrieb. Kann man durchaus machen, also der Gedanke ist nicht so verkehrt. Aber eben gerade für den Servicefall, wo man jetzt so sagt, man möchte zwar diese Vorteile haben, dass ich eben nicht mehr mit dem Laptop am Kabel hänge, sondern im Prinzip WLAN-mäßig. Es ist natürlich bei der Relaissockel-Variante dann auch die Möglichkeit, nur den Relaissockel zu verbauen und im Support- oder Servicefall wird dann das WLAN-Modul gesteckt. Genau. Muss natürlich jemanden vor Ort haben, der in der Lage ist, den Relaissockel zu finden. Korrekt. Ja, vielleicht, jetzt haben wir schon den elektrischen Anschluss gebracht. Was natürlich hochinteressant ist, ist auch der gesamte Anschluss ans System. Wir haben ja die Möglichkeit, unsere Toolchain zu nutzen. Das heißt also, als Schnittstelle in der Toolchain das WLAN-Modul einzustellen. Aber wir haben uns ja noch eine ganz andere Sache ausgedacht. Ihr habt da ja noch eine wunderbare App programmiert. Hinzugefügt, genau. Genau. Im Grunde genommen, genauso wie du sagst, das CAN WLAN Interface oder Gateway wird parametriert über die Mionski Toolchain. Das heißt, wo der WLAN, also das SSID-Name vergeben wird, das Passwort dazu, das wird komplett darüber parametriert. Eine App haben wir einfach dazu gemacht, als kleines Gimmick, kostenfrei, um das einfacher nutzen zu können. Ne? Unsere kompakte Funktionalität, weil oftmals will man bestimmte Funktionen nur ansteuern oder eine einfache Diagnose machen. Und was hat jeder heutzutage dabei? Ein Handy und eine App ist allgegenwärtig. Ich würde das kurz zeigen. Ich habe ein handelsübliches Tablet mit Android-Betriebssystem. Wir haben im Hintergrund ein WLAN-CAN-Interface aufgebaut, also das heißt mit Spannung versorgt und an den CAN angeschlossen. Auf dem Tablet sucht man im Grunde nur das WLAN selber, weil sobald das CAN-WLAN-Interface mit Spannung versorgt wird, bietet es hier ein WLAN an. Es ist sozusagen als Server konfiguriert. Sobald die Internet- oder die Wireless-Verbindung zwischen Tablet und CAN-Interface hergestellt ist, wird das angezeigt. Und wir können die App öffnen. Die App selber besteht, wie alles, aus sehr kompakten Funktionalitäten. Wir haben 5 Bedientasten. Die wichtigste ist, die Connection herzustellen. Das heißt, Verbindung über das verfügbare WLAN zu der App. Und hier haben wir jetzt, die 2 Hauptfunktionen. Zum einen, wie wir es gerade schon gesehen haben, eine Virtualisierung unserer CAN-Tastaturen. Die werden genauso parametriert oder können genauso parametriert werden als virtuelles Gerät in unserer Mionski Toolchain und an die App übertragen werden und wird hier dargestellt mit den Icons, mit den Farben und mit den CAN-Informationen, die wir senden oder empfangen wollen. Als zweite Funktionalität haben wir die Diagnoseebene. Hier werden uns die CAN-Rohdaten übertragen und in Echtzeit angezeigt. Hier ist es jetzt dargestellt in der chronologischen Form. Wir können es natürlich auch so sehen, dass man in Echtzeit sieht, was genau gerade über welche CAN-ID gesendet wird. Das Ganze lässt sich speichern als Datei über den Save-Button und kann ebenfalls über die Mail-App an den Support oder an den Hersteller geschickt werden, um eine nachhaltige oder nachträgliche Diagnose zu betreiben, wie der Stand oder die Umgebung im Fahrzeug gerade zu dem Fehlerfall vorgelegen hat. Und vielleicht schon Aufschluss gibt, wo der Fehler wirklich liegt. Genau, schalte einfach nochmal auf die
Tastatur um. Gerne. Weil wir hatten vorhin schon darüber gesprochen gehabt oder es vorgestellt als praktische Anwendung, den Bandende-Test. Erklär doch mal, wie das funktionieren könnte beim Kunden. Genau, das könnte man beispielsweise so machen, dass man im System selber eine Funktionsprüfung hinterlegt, die auf bestimmte Informationen hört, die zum Beispiel nur durch das virtuelle Gerät gesendet werden in das Kennnetzwerk rein, um bestimmte Abhängigkeiten von Funktionen außer Kraft zu setzen, aber die man trotzdem testen möchte. Ja? Und so hat man jetzt hier eine virtuelle Möglichkeit, dass man einzelne Funktionen ansteuern kann. Ich kann das ganz beispielhaft mal machen. Ja, aber wir sollten dabei auf den Arbeitsschutz achten. Ganz wichtig. Nicht, dass wir hier Schaden nehmen. Ja, und dann ist es wie mit einer echten Tastatur bedienen und es wird angezeigt, was passiert. Beziehungsweise man sieht es in der Realität dann natürlich auch. Ja, es ist natürlich dann jetzt hier nur ein kleines Beispiel, was wir zeigen. Es ist natürlich so, dass dass der Techniker vor Ort dann ganz viele Funktionen durchaus bei einem Bandende-Test oder bei einer Fahrzeugübergabe zeigen kann oder kontrollieren muss. Das heißt also Umfeldbeleuchtungen zum Beispiel im Sonderfahrzeugbereich oder ja, da wissen Sie mit Sicherheit viel, viel mehr Beispiele, als mir jetzt einfallen. Und ich muss praktisch, um diese Funktion zu schalten, nicht jedes Mal zum Tastaturstandort rennen, sondern kann mit dem Tablet oder mit dem Handy vorm Fahrzeug stehen und die Funktion schalten. Ja, bietet sich für die komplexen Funktionen ab, wo Abhängigkeiten sind wie Sitzkontakt, Türkontakte, all solche Sachen, die kann man damit natürlich ganz schnell umgehen. Ja, da fällt mir noch ein Beispiel ein. Ich war mal bei einem unserer Kunden eingeladen, um eine Tastatur nachzuparametrieren. Dort war das Problem, dass bei einem Neufahrzeug, was von einer Messe zurückgeführt wurde, in der Nachtfahrt aufgefallen war, dass die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung viel zu hell war und diese musste nachparametriert werden. Ich habe da im Außendienst den Kunden besucht, um ihm das in der Toolchain zu zeigen. Es stellte sich heraus, dass zum gleichen Zeitpunkt auch gerade der Endkunde da war und Fahrzeugabnahme gemacht hat. Das heißt also, wir haben dort die Tastaturen gleich nach Kundenwunsch eingestellt und dabei haben wir ungefähr gefühlte 50 Mal die Tastatur ein- und ausbauen müssen, bis wir dann die Werte getroffen haben, die dem Endkunden wirklich gepasst haben und was ihm gefallen hat. Das wäre natürlich mit einem WLAN-Modul, wenn wir es damals schon zur Verfügung gehabt hätten, wesentlich einfacher gewesen, weil wir hätten der Techniker und ich ganz bequem im Fahrerhaus sitzen können mit dem Laptop auf dem Schoß und so lange parametrieren, bis es passt, ohne irgendwo was ein- und auszubauen. Ja, im Grunde ist es sogar noch ein Mehrwert, wenn man das dem Kunden mitgeben kann und er kann es nachträglich sogar noch selber machen, wenn er die App hat. Das wäre natürlich dann... Setzt natürlich voraus, dass ein WLAN-Modul immer eingebaut ist. Ja, genau. Ja, und unser Kunde, ich denke, ich darf es ja auch nennen, das ist die Firma Empel in Zahner-Elster, ist auch, glaube ich, unser erster Kunde, der den Bandende-Test schon eingesetzt hat oder einsetzt und bei den Fahrzeugabnahmen beziehungsweise eben auch am Ende der Produktion die Funktionsprüfung damit durchführt. Ja, gibt's weitere Gründe, weswegen unsere Kunden das WLAN-Modul unbedingt bei uns kaufen sollten? Ja, im Prinzip, wir haben einen großen Wert gelegt, das so kompakt und einfach wie möglich zu halten. Natürlich trotzdem mit einer großen Funktionalität verbunden, weil der Hauptansatz anfangs schon erwähnt, weg vom kabelgebundenen hin zum Wireless, aber möglichst preisneutral. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir sind im Bereich um die 100 Euro rum. Wenn man das vergleicht mit unserer Standard kabelgebundenen Variante, die wir zu all unseren Kenngeräten mit anbieten, ist das durchaus eine Alternative. Eine günstigere Alternative. Und attraktiv, denke ich. Ja. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu. Dadurch, dass wir diese WLAN-Module natürlich sehr einfach entwickelt haben in der Ausstattung, kommt natürlich hin und wieder vielleicht für den Kunden, für die eine oder andere Spezialanwendung dann nochmal Programmieraufwand dazu, aber ich denke, entweder unsere Kunden können das selbst oder unsere Softwareentwickler übernehmen das natürlich gerne. Genau, das ist eigentlich wie mit all unseren Produkten, die es aus unserem Hause gibt. Die sind natürlich immer kundenspezifisch erweiterbar oder abänderbar, je nach Anforderung. Ja.
Ja, wir werden mit der kurzen Produktvorstellung, mit den wichtigsten Dingen, die wir praktisch rüberbringen wollten, am Ende. Ich schaue jetzt mal nach, ob wir schon Fragen bekommen haben. Ja, da ist auch schon was gekommen. Die erste Frage: Können Sie etwas zur WLAN-Reichweite und Übertragung sagen? Ja, Reichweite ist immer so eine gern gestellte Frage. Reichweite ist relativ. Es ist sehr abhängig natürlich von der Umgebung, von der Gegebenheit an sich, Verbauort, solche Sachen. Und wir haben im Prinzip festgestellt, dass die Reichweite mit der Standardvariante in einem ganz normalen Pkw oder Nutzfahrzeug, wenn man es im Fußraum oder im Dashboardraum verbaut, durchaus zwischen 30, 40 Meter um das Fahrzeug drumherum vorliegt. Man kann es generell immer erweitern durch externe Antenne, wie schon erwähnt. Von daher sind dann auch möglich, also Freifeld wäre dann bis zu 100 Meter möglich. Ja, ich hoffe, wir haben die Frage damit beantworten können. Die nächste Frage, die mir hier angezeigt wird: Stichwort Datensicherheit. Wie wird diese denn gewährleistet? Das ist ja mit Sicherheit ein ganz heißes Thema. Mit Sicherheit, genau. Datensicherheit muss man sich jetzt so vorstellen: Auf der WLAN-Seite, der Wireless-Seite, ist es wie in den Home-Anwendungen. Also wir haben einen SSID-Namen mit einem Passwort und einer Verschlüsselung, einer WPA2-Verschlüsselung, standardmäßig. Und auf der Geräteseite selber haben wir die Möglichkeit hinterlegt, dass die Parametrierung des Gerätes, das heißt also wirklich ändernde Parameter wie Kenngeschwindigkeiten oder Datenfilter, wenn man diese anpassen will, muss man über einen Eingang, also einen richtig hardwaregebundenen PIN, eine Versorgungsspannung anlegen. Erst dann kommt man in diesen Modus und erst dann ist es möglich, aktiv in die Einstellung bzw. in die Verbindung einzugreifen. Über das WLAN selber ist es gar nicht direkt möglich. Ja, nächste Frage. Wenn eine Verbindung zur Leitstelle gewünscht ist und das Fahrzeug durch die Stadt fährt, verbindet sich das System permanent neu zum nächsten WLAN. Was ist dabei zu beachten? Ja, was ist zu beachten? Eigentlich genauso wie es mit dem Handy ist. Sie kommen nach Hause und es verbindet sich automatisch mit dem Zuhause-Netz. Genauso läuft das mit unseren CAN-WLAN-Modulen. Sobald die sich wieder erkennen, ist natürlich eine gewisse Latenz, aber sobald sie sich erkennen, verbinden sie sich automatisch. Ja. Dann wird hier nach der Verfügbarkeit gefragt. Sind sie immer verfügbar oder sollte man sich das WLAN-Modul auf Lager legen? Also das kann ich als Vertriebler beantworten. Wir haben immer einen bestimmten Bestand von WLAN-Modulen am Lager. Das ist also kein Problem. Das sind jetzt nicht die Unmengen, aber ich sag mal so, für im zweistelligen Bereich sind wir da auf alle Fälle immer lieferfähig. Und sollte das nicht der Fall sein, dann sind wir in der Lage, relativ schnell, und jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Ja, wir produzieren ja am Standort. Ja, wir produzieren selbst. Dadurch sind wir natürlich in der Lage, schnell zu reagieren. Ja, gestern haben wir es schon gezeigt in der Präsentation zur Zentralelektrik. Da hat der Tobi sehr gut unseren Prüfteil der Produktion gezeigt. Das heißt also, wir haben eine eigene SMD-Bestückung und können ihre Aufträge natürlich auch dann sehr flexibel einsteuern. Flexibel war das Wort. Okay. Ja, dann noch eine Frage von einem unserer Kunden, den ich kenne. Muss man zum Verbinden der Miunski-App mit dem Gateway immer eine Datenbasis hinterlegen? Oder kann man den Bus auch roh auslesen? Das ist jetzt eine CAN-spezifische Frage, also so interpretiere ich die. Datenbasen sind ja zur Interpretation von Rohdaten da. In unserer App haben wir das nicht integriert. Wenn man die Datei allerdings dann in der Miunski Toolchain auswerten möchte, da kann selbstverständlich eine Datenbasis hinterlegt sein, die das direkt interpretiert. Benötigt wird sie allerdings nicht wirklich. Also wer mit Rohdaten umgehen kann und diese interpretieren kann nach Dokumentation, kommt genauso weit. Ja, wer sich mit dem WLAN-Modul beschäftigen möchte, das kann ich jetzt auch gerade dem Fragesteller hier nochmal ans Herz legen. Wir haben die Möglichkeit,
diese WLAN-Module über unseren Musterpool auch für 60 bis 90 Tage auszuleihen. Das heißt also, wir haben Geräte, die im Pool liegen, die wir Ihnen zusenden können. Sie können sich dann ganz bequem und in Ruhe mit dem Teil beschäftigen, können prüfen, ob es für Ihr Fahrzeug oder für Ihre Anwendung geeignet ist. Und im besten Fall behalten Sie es, um damit weiterzuarbeiten, aber es ist im Prinzip auch die Möglichkeit der Rücksendung gegeben, sodass Sie kein finanzielles Risiko eingehen, wenn Sie sich ganz einfach mal mit unserer Technik beschäftigen wollen. Und der dazugehörige Support natürlich. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, also in der Zeit helfen wir Ihnen natürlich auch. Wir haben unser Projektteam, welches gerade für den Support extra eingerichtet worden ist. Und ja, wenn Sie technische Fragen haben, bitte über den Vertrieb stellen und wir stellen dann im Prinzip die Verbindung da her. Unsere Entwickler sollen natürlich auch ab und zu mal entwickeln und nicht nur telefonieren. Das geht mal hin. Genau, richtig. Ja, eine Frage noch. Kann man die Sendeleistung erhöhen? Ja, die Sendeleistung ist im Grunde einstellbar. Man kann die Sende- und Empfangslänge, also den Bereich erhöhen durch eine externe Antenne. Das geht schon. Als Sendeleistung, Regulierung kann man sie natürlich schwächer machen, wenn man nicht möchte, dass das WLAN unendlich weit gehen soll oder generell nur in einen kleinen Bereich gehen soll, als Parametrierung. Ansonsten Sendeleistung erhöhen, wie gesagt, nur durch Verstärkung mit zusätzlicher Antenne. Ja. Gut. Wenn ich das richtig sehe, haben wir keine weiteren Fragen. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir auf unserer Homepage natürlich ganz viele Informationen noch bereithalten für Sie. Das heißt also, in unserem Produktkatalog können Sie nach dem WLAN-Modul suchen. Am besten, Sie geben im Suchfeld bloß WLAN ein, dann werden Sie auf die passenden Seiten gefunden, finden Angaben zu den Artikeln, finden Datenblätter, Datenblattzeichnungen und können alles sich ansehen. Ansonsten, wie gesagt, im Anschluss ist auch noch die E-Mail-Adresse live@mionske.com geschaltet, beziehungsweise wenn die Regie nochmal meine Kontaktdaten einblendet, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Ich leite die Fragen dann weiter in die Entwicklung oder zu meinen Kollegen im Vertrieb, beziehungsweise wenn Sie einen festen Ansprechpartner im technischen Vertrieb haben, ist er natürlich auch gerne bereit. Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass wir uns 2021, wenn die Interschutz dann stattfinden kann, live wiedersehen und dass wir Sie auf unserem Messestand dann begrüßen können. Genau. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.